So, und jetzt wissen wir, wie es geht mit 40% mehr in der Tüte. Da ist paniertes Holz drin in den Chips. Ja. Wie viel Laden war das nochmal? Wie viel Laden war das nochmal, die wir verklagen müssen? Pennymarkt. Pennymarkt. Der Rolli, der beinahe dran erstickt. Daran. Die schön 40% mehr. Ja, da sind die 40% mehr. Ja, Guten Morgen. Heute ist der 5. Tag der Tour. Die Ruhr runter. Jetzt sind wir hier starten von Hagen aus. Ja, einmal soll es nächsten Abschnitt ziemlich heftige Stromschnellen haben. Schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt sind wir fast startklar. Bei dieser Rampe, du versuchst reinzulassen, da hat es mein Kajak halb auf den Kopf gedreht. War aber doch etwas zu steil, mit Gepäck wohlgemerkt. Ich war jetzt mal zu faul, das da so am Wasser zu machen. So, jetzt sind wir wieder im Wasser drin und der Wind ist auch schon wieder da. Auf geht's! Wir haben gerade festgestellt, das hebt die Landschaft ungemein, weil sonst hättest du nur Bäume und dann sowas drin. Das hat schon was, also das muss man schon zugeben. Sagen, nur Wasser und Bäume, okay, ein paar Hochgangsmassen, schaut schon ein bisschen tröge aus, aber wenn dann sowas ist, ja. Wir fliegen jetzt voll ins Seerosfeld rum, ich weiß gar nicht, wo ich sonst fahren soll. Naja, noch weiter rechts raus, aber ich sehe hier überall nur Seerosen. Hier ist eine Kolonie mit Kormoran und Schwänen, wenn ich richtig sehe aus der Entfernung. Okay, meine Kormorane waren Kanadagänse. Hier ist eine schöne Kolonie mit Schwänen und Kanadagänsen. Ja, ein schönes Städtchen ist es hier. Und eigentlich müsste man den See hier den Schwanensee nennen. Gesteckt voll mit Schwänen. Und der Wind wird, da kann man sagen, von Minute zu Minute stärker. Hier ist ein Yachtclub Harkorsee, aber allzu viel scheint hier nicht mehr los zu sein. Weil also die Liegeplätze sind eigentlich zum größten Teil verwaist.
So, dann kurz bei der Ortschaft und da sehen wir auch schon das nächste Wehr. Hier schwimmen ein Haufen Möwen im Wasser. Was man beiden ausgeschaut hat wie ein Wehr, ist nur eine Brücke. Hier in der Ortschaft gelandet. Keine Ahnung wie die heißt, müssen wir schlau machen. Und jetzt gehen wir uns da hinten mal da vorne eher mal die Burgruine angucken. Jetzt nähern wir uns dem Rathaus, wo ich von unten gedacht habe, das wäre noch eine Kirche. Hier hat der Freiherr von Stein gewohnt, der ist auch beim Rathaus verewigt. Da muss eine lokale Prominenz gewesen sein. Hier haben wir die Kirche, die wir die ganze Zeit von unten gesehen haben. Und gleich nebendran ist der Wehrturm, den man auch immer von unten gesehen hat. Jetzt wollen wir die Kirche außen vielleicht mal von innen anschauen. Und was ist? Feierabend. Nicht offen. Das hier ist die Burg Wetter. Aber hier ist so typisch für die Gegend. Da kommen wir auch nicht rein, wie es so ausschaut. Da Metalltor, da Metalltor. Schaut alles herzlich zu aus. Nehmen wir an, die Fenster hier von dieser Burg sind wohl die Aussicht. Bloß leider sind wir hier ausgesperrt. Okay, ich habe zu früh gemotzt. Der Aussichtspunkt ist hier. Wir sind doch nicht ausgesperrt worden von der Aussicht. Also hier ist der Betonklotz, den man auch mal von unten gesehen hat, der das ganze Stadtbild verschandelt. Also wer das genehmigt hat,
Jetzt bin ich hier an der Aussichtsplattform vom Hakonsee. Jungs, auf diesem Platz dürft ihr nicht Fußball spielen. Das ist hier festgelegt. Ups, stellt nicht scharf, Gemeinheit. Kein Fußballplatz steht auf jeden Fall. Fenster. Auch was ich vorhin fotografiert habe nur, das nennt sich das 5-Giebeleck. Ganz real, hier ist was Schönes und dann schaffen die das hier direkt nebendran, den totalen Stilbruch hinzusetzen. Das ist schon sagenhaft. Um von der Rückseite ganz zu schweigen. Fußball-Weltmeister wird aus dieser Stadt nie kommen. Spannend, ob man auf dieser Spielwiese Fußball spielen darf, aber ich nehme nicht an, weil da würde der Fußball in hohen Bogen genau im Kaffee landen. Da vorne hat dann ein Schild mit Haufen Tafeln. Ich bin mir ziemlich sicher, da steht drauf, Fußballspielen verboten. Ich sag nichts, Fußballspielen ist erlaubt. Also ist für mich auch nicht verboten. Also auch nicht. Flaschen werfen ist verboten. Ja, da ist mein Kajak abgehauen. Da war eigentlich ein Doppelknoten drin. Naja. Echt erstaunlich. Jetzt vom Kajakverleih kommen hier viele. Da ist ein Kaffee und es gibt keine Möglichkeiten anzulanden. Der Dschungel ist sein Zuhause. Das ist mein Zuhause, Ja. meine Einstiegsstelle. So, in diesem Gasthaus kurz dahinter, da sind Wassersportler willkommen. Da kann man anlegen.
So, und wieder ein Sieg errungen. Boot ist startklar für die nächste Etappe. So, wieder drin im Wasser und auf geht's. So, es ist richtiges Genusspaddeln, leichte Strömung und der Gegenwind ist ja eigentlich nur noch jetzt eine schöne Kühlung. Hier ist ein Parkhaus mit Ruheblick, das sieht man auch nicht alle Tage. Das war die Gefahrenstelle, wo sie gewarnt haben vor. Also zumindest nicht bei diesem Wasserstand. Also. Da voraus haben wir die erste Stromschnelle. Na, wir sagen relativ mittig anfahren. Also hier ein bisschen rechts. Okay. Das war in der Reisebeschreibung als eine ziemlich kritische Stelle beschrieben worden. Wohlgemerkt ein Faltbootfahrer. Kleinen Faltboot, ja, ich habe einmal am Arsch einen Stein gefühlt, gleich wird ein Faltboot abgesoffen.
Seite, da hat man schon mal die Ruhr Absicht ein bisschen was im Ufer zum Nagen gelassen, damit ein bisschen ihre Ufer selbst gestalten kann. Auch mal momentan haben wir was ganz was Merkwürdiges. Wir haben eine leichte Strömung und Rückenwind. Wird dann jetzt so richtig heiß. Wenn jemand weiß, für welchen Vogel das hier der Nistkasten ist, bitte Bescheid sagen. Das haben wir wieder Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt, die Ufer ein bisschen ausgeweitet, aber so liebe ich Renaturisierung, es wird nicht zum Paddeln. So darf man renaturisieren. Dann haben wir auch so kleine Altwasser angelegt. Das könnte die Küken von denen sein. Mal gucken, was für Gänse das sind. Ein richtig großes Stück, was sie da gemacht haben. Gefällt mir. Daumen nach oben. Rückenwind, da kriegt man einen richtig kalten Buckel. Wie so eine Ratte. Die Schwäne waren aber ziemlich spät im Jahr dran. Die sind noch nicht allzu groß, der Nachwuchs. Vielleicht oder das zweite Brut? Keine Ahnung. Ja, vorne ist eine Insel drin. Oh, und bei dem Wind im Rücken dreht es mich total schnell weg. So wie es ausschaut, ist hier das nächste Stauwehr. Nur mal gucken, wo hier die Übertragung ist. Ich habe festgestellt, das ist kein Kaiser-Wilhelm-Denkmal,
sondern für Luis Berger. Also sagt mir nichts. Ja, hat was ganz was Nettes. Hier hat es auch die Fischtreppe, die so bis gut in den 80er Jahren gebaut worden sind, die eigentlich nur für Lachse funktioniert haben. Und die meisten Fische, die hier gelebt haben, haben es gar nicht geschafft, da irgendwie hochzukommen. Oh. Wirklich so bei dem Wasserstand, wegen ein Fisch außer ein Lachs soll hier noch hochkommen. Optisch, wenn das ranzoomt, schaut natürlich gut aus. Also da kommen die modernen Fischer nicht hinterher. Also muss man sagen, also künstlerisch 1A. Aber in schönen Zeit ist das Kraftwerk mit einer besseren Fischtreppe ausgestattet worden. Da ist sogar eine wie bei uns daheim. Eine Betonfischtreppe. Hier schön gleichmäßig den Höhenunterschied überwindet. Ups, wir gehen hier richtig lang nach hinten. Da schauen wir her. So. So, diese Fischtreppe, die funktionieren erstaunlich gut, auch wenn es wenig natürlich ausschaut, aber die funktionieren erstaunlicherweise. Oh, und da geht es dann wieder rein. So, wieder drin im Boot und auf geht's zu neuen Ufern. Hier schön den Ausgang von der Fischtreppe.
Ein Musterbeispiel an landschaftlich eingepasste Fabrikanlagen. Da hinten haben wir auch schon einen gehabt. Ja. So, hier voraus haben wir jetzt die erste Bootsgasse. Noch ist da rot, müssen wir die Gebrauchsanweisung lesen, müssen wir irgendwie ziehen, 4 Minuten warten, was so ist, bla bla bla. Schauen wir mal. Das erste größere Schiff und eine schöne Ruine hat es da auch. So, da ist gerade ein Boot geschleust worden, von unten nach oben. Schade, den haben wir jetzt nicht erlebt, wie er uns ein bisschen zum Wackeln hätte. Ja. Also das ist doch da, ne? Ja, weiß das doch da. Ah! Boot, Arsch voraus! Sorry. Ja, du musst auch Ruder reinhalten, ey. Er haut den voll rein in die Karre. Jetzt auf den Wagen. Ah, da oben ist einer. Da lachen die Boote drüber. Ja. Da lachen die drüber. So, jetzt sind wir hier beim KTF Witten, Campingfreunde. Und da fragen wir jetzt, ob die so freundlich sind, dass wir hier übernachten dürfen. So, und kaum hast du die Bootsrutschen, gehört der Fluss nicht mehr uns. Jetzt geht's rund. Geile ist. Mach mal das Ding noch. Ja. Einmal muss eigentlich hochklappen. Klapp du mal deins hoch. Ja. Ey.
Da drüben sieht man ein Anlegesteg, wo wir angelandet sind. Schön mit Rollen, dass wir es hochziehen können. Das war mal Luxus pur. So, und von hier oben sehen wir schön unser Nachtlager, wo wir jetzt noch ein bisschen was kochen gehen. Ich habe schon fast da beim Einkaufen einen Fressrausch gekriegt, wieder viel zu viel eingekauft. Aber wir sehen noch das und jenes. Ich darf gar nicht dran denken. Da sind schon ein bisschen merkwürdige Angaben. Standen drauf für 4 Personen. Ich sehe ja gerade Essen für eine Person. Nicht für so ein gestandeter Mann wie du es bist, aus Bayern da. Der isst ein bisschen mehr. Ja, also da ist ja so ein Maß da rein, so ein Maßkrug da. Das ist schon ein Witz. Gut, dass ich doch ein bisschen mehr eingekauft habe.